eine Bruststraffung mit Implantaten möglich? Also ganz viele Patienten kommen ja zu uns wegen der Frage Brustvergrößerung oder Bruststraffung. Aber es gibt auch eine Kombination und die ist von der Indikation her sehr gut. Also die Ergebnisse sind sehr gut, man muss das nur sehr vernünftig planen. Warum macht man das überhaupt? Man denkt ja, ich will meine Brust entweder kleiner haben oder straffer oder größer, aber doch nicht beides. Das ist falsch, weil wenn man ein Implantat verwendet, hat dieses Implantat wesentlich höhere Stehkraft als natürliches Brustdrüsengewebe. Das heißt, wenn man eine straffe, volle Brust haben möchte, dann ist die Kombination aus einer Straffung mit Implantat sogar der normalen Straffung überlegen. Ist jede Patientin für eine Straffung mit Implantaten geeignet? Grundsätzlich kann man natürlich bei einer leeren Brust, vor allem zum Beispiel nach Stillen oder nach Gewichtsverlust, wenn oben gar kein Volumen mehr ist und unten so ein Volumen nur noch hängt, kann man natürlich mit einer normalen Straffung auch nur geringfügig Volumen herstellen, denn man kann es ja nicht herbeizaubern. Die Patienten sind besonders geeignet. Wenn eine Patientin eine sehr große Brust schon hat, dann würde man natürlich immer versuchen, mit dem eigenen Volumen zu arbeiten und nicht noch ein Silikonimplantat zu verwenden. Das heißt, grundsätzlich ja, man kann das bei jeder Patientin machen, aber es gibt bessere und schlechtere Indikationen. Wo liegt der Unterschied zwischen einer Straffung und einer Straffung mit Implantaten? Jede Bruststraffung führt ja dazu, dass die Brust kleiner wirkt. Das kann jede Frau nachvollziehen, wenn sie sich mit einer schlaffen Brust einfach aufs Bett legt, auf den Rücken legt, dann sieht man, die Brust fällt nach oben und das Volumen wirkt kleiner. Das ist dann sagt man, Mensch, okay, wir straffen, aber wir brauchen auch Volumen, Eigenfett oder Implantat. Grundsätzlich ist es so, dass das Ergebnis für die Frau natürlich eine große, straffe Brust ist. Das Narbenbild ist identisch. Das heißt, von außen ist das gar nicht sichtbar. Primär ist nur gestrafft oder ist ein Implantat mit drin. Technisch im OP ist die Umsetzung allerdings ganz anders. Aber das ist ja mein Problem und Gott sei Dank nicht das Problem der Patientinnen. Gibt es bei dieser Behandlung Einschränkungen, was die Implantatsgröße angeht? Wenn wir so eine Bruststraffung mit Implantat machen, dann gehen wir so vor. Wir planen die Straffung, das heißt, eine Patientin kommt mit einem Befund X und wir planen die Straffung. Genau wie jede andere Straffung auch. Wir operieren es aber etwas anders. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, das zu erklären. Fakt ist aber, dass ich dann an einem bestimmten Punkt, ehe ich die Haut, die entfernt wird, wegnehme, das Implantat natürlich erstmal einlege und dann gucke, was füllt das Implantat wieder auf. Und dann nehme ich natürlich nur die Haut weg, die dann übrig bleibt. Das heißt, wenn ich ein Implantat nehme, was zu groß ist, dann muss ich scheitern, weil dann sehr viel Spannung auf die Brust kommt und ich nicht gleichzeitig straffen kann. Ich muss also das Implantat in der richtigen Größe und in den richtigen Dimensionen wählen. Das verspricht den Erfolg der Operation. Wie viel kostet eine Bruststraffung mit Implantaten? Bei einer Bruststraffung, bei einer Brustvergrößerung und bei einer Bruststraffung mit Implantat gibt es grundsätzlich schon verschiedene Kosten. Das Brustimplantat kommt ja quasi dazu, zu der Straffung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von einem Preis ausgehen von etwa, sagen wir mal, 8.000 € plus minus für eine Straffungstechnik im Durchschnitt, müssen da jetzt natürlich noch die Implantatkosten hinzugerechnet werden und ein bisschen längere OP-Zeit auch, weil ich etwas komplizierter operieren muss. Also es wird dann etwas teurer, sagen wir mal so um die 1.500–2.000 € teurer als eine normale Bruststraffung. Wie wird das Implantat eingesetzt? Grundsätzlich setzen wir das Implantat bei der reinen Brustvergrößerung ja durch einen Schnitt in der Axilla, der Mamille, also Brustwarze, oder unter der Brust ein. Kennt jeder von der Brustvergrößerung. Bei der Bruststraffung ist die Brust ja sowieso schon geöffnet durch die Straffung, dann nutzen wir natürlich den Zugang. In den meisten Fällen ist bei einer starken Erschlaffung der Brust davon auszugehen, dass ein T-Schnitt, also ein invertierter T-Schnitt, das heißt um die Brustwarze herum, nach unten und quer verwendet wird. Der wird für die Straffung verwendet und um das Implantat einzulegen. Das Implantat liegt dann entweder unter dem Muskel oder über dem Muskel, also zwischen Muskel und Drüse. Das ist die gleiche Diskussion, die man auch führt bei der reinen Brustvergrößerung. Also das ist dann identisch. Aber wir haben keinen zusätzlichen Schnitt, sondern wir nutzen den der Straffung. Kann ich nach einer Bruststraffung mit Implantaten noch stillen? Die Stillfähigkeit bei der reinen Brustvergrößerung ist in den meisten Fällen unkritisch. Die Stillfähigkeit in der Bruststraffungssituation oder Bruststraffung mit Implantat, das ist in dem Fall egal, ist davon tangiert. Also wir können davon ausgehen, dass mehr Frauen Probleme haben nach einer Bruststraffung mit dem Stillprozess, als es sowieso schon Frauen haben. Man darf ja nicht vergessen, 20% der Frauen haben etwa sowieso Probleme mit dem Stillen. Oder auch nur mit einer Seite. Also das ist gar nicht so wenig, die völlig ohne OP auch schon Probleme haben. Das ist etwas mehr in diesen Fällen. Aber es hält die Frauen meistens dann doch nicht ab, weil es ja heute auch gute Alternative zum Stillen gibt. Oder wenn eine Brust gut stillen kann, die andere nicht so gut, man meist Wege findet, dass man das Baby trotzdem ganz normal stillen kann. Wie lange ist die Erholungszeit nach einem solchen Eingriff?
Die Erholungszeit nach so einer Bruststraffung mit Implantat gleicht der einer Brustverkleinerung oder einer Bruststraffung alleine. Das Implantat, was wir zusätzlich nehmen, macht gar nicht so einen großen Unterschied. Grundsätzlich sollte man sagen, gehen wir mal von einem Bürojob aus, würde ich dem Patienten immer sagen, eine Woche würde ich mir frei nehmen. Eine zweite Woche ist nicht schädlich und wenn es geht, ist es umso schöner, aber es ist nicht ein Muss. Bei körperlicher Arbeit oder auch zum Beispiel bei Sportarten, die gerne betrieben werden, Reiten oder Tennis spielen, also alles, was mit viel Bewegung zu tun hat, ist natürlich eine längere Ausfallzeit von 3 bis 4 Wochen. Damit ist sicher zu rechnen, dass die Wunden erstmal stabil genug sind und sich alles so weit gesetzt hat, dass man dann eben durch den Sport oder die Arbeit keinen Schaden anrichtet. Wenn ihr euch nach dem Schauen dieses Videos vielleicht etwas näher informieren wollt und euch auch für eine Brustvergrößerung, eine Bruststraffung, Verkleinerung oder eine Bruststraffung mit Implantat oder Eigenfett interessiert, dann zögert bitte nicht, kontaktiert uns einfach unter den in der Infobox angegebenen Kontaktdaten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr auch eins unserer anderen Videos guckt. Euch einen schönen Tag. Ciao, euer Timo Spanholz.